Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext, heute zum Thema Spannungs- und Verteidigungsfall. Es ist ja in aller Munde, es gibt viele Videos darüber, aber ich möchte euch die gesetzlichen Grundlagen dazu erläutern. Vielleicht gilt der Spannungsfall ja auch schon, wenn dieses Video veröffentlicht wird. Ich befürchte es. Unser Grundgesetz kennt nämlich keinen Kriegszustand, nur den Spannungs- und den Verteidigungsfall. Doch wann diese beginnen, ist nicht eindeutig festgelegt. In Artikel 115a Grundgesetz heißt es lediglich, ich zitiere, erstens, die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Zweitens erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlussfähig, so trifft der gemeinsame Ausschuss, in Klammer Notparlament, diese Feststellung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder. Drittens. Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatt verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündung in anderer Weise. Sie ist im Bundesgesetzblatt nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen. Viertens. Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, sofortige Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, also den Verteidigungsfall, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen. Fünftens ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der gemeinsame Ausschuss. Zitat Ende. Anders als in den Vereinigten Staaten von Amerika geht das Oberkommando über die Streitkräfte, also über die Bundeswehr, hierzulande nicht auf den Bundespräsidenten über, sondern auf den Bundeskanzler, in diesem Falle Friedrich Merz. Gott bewahre uns, dass Friedrich Merz der Oberbefehlshaber unserer linkswoken, verweichlichten Streitkräfte wird. Bis heute ist das so in Artikel 115b beschrieben. Ich zitiere: Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über. Zitat Ende. Also dieser Artikel kennt noch gar keine Bundeskanzlerin, noch gar keine Frau. Es wird nicht lange dauern, bis die woken, verblendeten Grünen und die Linken durchdrehen und sagen, ja, wieso steht da nicht Bundeskanzlerin, die Oberbefehlshaberin der Bundeswehr werden könnte und nur Bundeskanzler. Das nur am Rande. Die Bundeswehr darf nach der offiziellen Auffassung nur zur Verteidigung eingesetzt werden, etwa zum Schutz für zivile Objekte, Verkehrsregelungen und zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen. Ebenso bei der Bekämpfung organisierter oder militärisch bewaffneter Aufständischer. Ich möchte noch ein paar Worte zu diesem gemeinsamen Ausschuss, ich nenne es Notparlament,
nach Artikel 115a sagen. Dies ist nämlich in Artikel 53a beschrieben. Ich zitiere: Der gemeinsame Ausschuss besteht zu 2/3 aus Abgeordneten des Bundestages, zu 1/3 aus Mitgliedern des Bundesrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestag entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt. Sie dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten. Diese Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. Die Bildung des gemeinsamen Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom Bundestag zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Zweitens: Die Bundesregierung hat den gemeinsamen Ausschuss über ihre Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Hier sehe ich im Moment zwei Probleme. Problem 1, die AfD wird hundertprozentig wiederum nicht in diesem Notparlament sitzen, weil die undemokratischen Parteien ja dieser demokratisch gewählten Partei alles versagen, was es gibt. Also die AfD wird nicht in diesem Ausschuss sitzen und die AfD wird dann auch nicht über die Planungen für den Verteidigungsfall informiert werden. Oder seht ihr das komplett anders? Obwohl es in der Verfassung steht, glaube ich trotzdem nicht, dass es geschehen wird. So viel zu den Unterschieden Spannungs- und Verteidigungsfall und was passieren wird. Also der vergrünte Friedrich Merz wird dann Oberbefehlshaber unserer Streitkräfte sein und der rote Verteidigungsminister Boris Pistorius wird dann das umsetzen, was der vergrünte Friedrich Merz sagt. Ich wiederhole: Gott bewahre uns, dass es einen Verteidigungs- und Spannungsfall gibt, weil diese beiden woken, vergrünten Roten, die können doch unser Land nicht verteidigen. Das ist ausgeschlossen. Auch nicht mit dieser verweichlichten Bundeswehr, die wirklich überhaupt nichts zustande bringt. Überhaupt nichts. Gut, ich will es dabei belassen. Vielleicht seht ihr es ähnlich, vielleicht kritisiert ihr mich. Wie gesagt, konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen. Ich sage mal so, Deppenkritik, die nur beleidigen können, ist nicht willkommen, weil das zeigt die Intelligenz dieser Menschen und den Neidfaktor. Alles zu den Hintergründen, was ich euch heute gesagt habe, ist in meinem Buch Vorsicht, Enteignung enthalten. Ich verlinke das Buch wieder unten. Und die gesamte Kriegshysterie, die in Deutschland herrscht, habe ich in dieser Publikation beschrieben. Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Land in den Krieg treiben wird. Es sind 160 Seiten und der Vorgänger der Broschüre zu den Hintergründen des Krieges, Schlachtfeld Ukraine. Beide Broschüren könnt ihr kostenlos, wo gibt es das heute noch? Kostenlos auf info@konservative.de bestellen. Auch mein Newsletter ist kostenlos auf www.michaelgrant.de. Ich arbeite kostenlos für euch. Es wäre natürlich nett, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet, dass mein YouTube-Kanal größer wird und dass auch meine Website bekannter wird. Ich bleibe weiterhin am Ball, politisch völlig unkorrekt, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich wünsche euch alles Gute in diesen schwierigen Zeiten, alles Gute für euch und alles Gute für eure Familien, eure Kinder und eure Frauen. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.